Jetzt verblöden wir. Du musst schon wieder lachen. Ne? Entschuldigung. Das ist doch blöd, oder? Das ist doch total blöd. Computerspiele machen? Das macht doch blöd in der Birne, oder? Ja, irgendwie schon, ne, oder? Findest du nicht? Nee. Wieso nicht? Ich meine, ist doch total doof, oder? Gibt Leute wirklich, die sagen das, ne? Computerspiele verblöden. Mhm. Ne? So. Das ist mach doof. Super hartnäckiges Gerücht. Nö, war blöd, ne? Mhm. Ja, okay, also es ist eine These. Die kann man ja nicht beweisen. Oder vielleicht doch? Man kann ja zumindest mal ein paar Leute befragen dazu, ne? Und mal gucken, was sie dazu zu sagen. Das sind natürlich auch alles Zocker, deswegen ist das vielleicht etwas eingefärbt, ja? Aber wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, glaubst du, dass Games-Zocken verblödet, ja? Ich habe Folgendes gesagt. Nein, natürlich nicht. Es gibt auch keine einzige Studie, die das belegt, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Computerspiele spielen macht schlauer, sagt die Charité 2011. Und viele andere Studien. Nein, auf gar keinen Fall. Also definitiv nein. Mhm. Zu viel Zocken macht blöd. Nein, definitiv nicht. Es ist ja auch glaube ich, auch bewiesen, dass jedes oder fast jedes Gaming-Genre das Gehirn beeinflusst im positiven Sinne. Allein schon, was auch Studien da, glaube ich, ergeben hatten, hatte ich mal irgendwas nachgelesen, dass es eben eher das Gegenteil bewirkt, dass man auch was die motorischen Fähigkeiten und so angeht und aber auch das taktische Denken bei doch vielen Spielen eigentlich eher das Ganze, also den Denkapparat eher anregen, als würde man jetzt einfach nur vorm Fernseher sitzen. Nein, natürlich nicht. Also alles, was man zu viel macht, ist nicht gut. Aber ich habe noch keinen erlebt, der jetzt wirklich nur vom Zocken blöd geworden wäre. Reaktionszeiten wären eventuell verbessert durch Shootern, auch dieses taktische Verständnis. Nein, auf keinen Fall. Ich meine, es gibt immer wieder die ganzen Untersuchungen, dass man bessere Hand-Augen-Koordination kriegt und ähnliches durch Spielen. Man strengt sein Gehirn an, weil man muss Rätsel lösen. Ich meine, klar, wenn es nur darum geht, irgendwie Bälle kaputt schießen, ist das was anderes, aber man strengt das Gehirn trotzdem an und trainiert es auf jede Art und Weise. Nein, auf keinen Fall. Ne? Auf keinen Fall. Nee, also verblöden nicht, ne, oder? Also wir haben jetzt auf Anhieb auch niemanden gefunden, der diese These vertritt. Aber ich glaube, das liegt auch an der eigenen Bubble, ne? Du meinst, wir wohnen da, wo keine Blöden sind. Mhm. Oder vielleicht sind wir alle blöd und merken das nicht. Ich glaube eher, das ist so ein pädagogisches Ding. Ja, also es begegnet einem dort, wo zum Beispiel Kinder sind. Oh! Ja. Ja. Kinders. Ja. Wir haben ja auch Kinder. Und dann merkt man manchmal schon, zum Beispiel an anderen Eltern oder sowas, dass die nichts mit Computerspielen zu tun haben und auch nicht haben wollen, weil das schon noch manchmal so den Ruf hat, oh nee, wenn die Kinder zu viele Computerspiele spielen, dann werden die vielleicht blöd, ja. Und das ist natürlich schon ganz schön doof. Ich glaube, die verblöden wirklich. Nein, also, ja, was denkt ihr denn? Glaubt ihr, dass das so ist? Oder nicht? Oder doch? Wir können ja mal ein bisschen beleuchten. Genau. Ne? Wir können ja da mal mit anfangen, das, was man den Computerspielen tatsächlich vorwirft, dass sie süchtig machen würden. Ne? Richtig. So. Wo wir beim Thema sind, Gift ist eine Frage der Dosis. Ja. Ja, das heißt, alles, was man zu viel macht, ist extrem. Also alles, was extrem ist, ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja. Das kann man auch tatsächlich auf alles beziehen, ja. Also wer zu lange wach ist, kriegt zu wenig Schlaf. Wer zu viel isst, wird dick. Wer zu viel irgendwas. Also in der Regel, ihr kennt das. Zu viel von einer Sache kriegt Schlagseite und ist häufig problematisch. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Computerspiele.
Es gibt bestimmt einige Sorten von Spiel, die noch mehr Suchtpotenzial haben als andere. Zum Beispiel welche, die kein Ende haben oder vielleicht gibt es problematische Bereiche im verschiedenen Sektoren und dafür gibt es natürlich auch Ansätze, die helfen. Also wer das Gefühl hat, ich komme nicht vom PC los oder ich spiele zu lange und zu viel und mir geht es nicht gut damit, der kann sich heutzutage auch Hilfe holen und das ist wichtig und richtig, dass es Suchtanlaufstellen gibt, die man befragen kann. Aber auch an dieser Stelle ist dieses Suchtpotenzial, was auch in unserer Branche vorhanden ist, ja nicht die Antwort auf die Frage, ob Computerspiele blöd machen. Dafür gibt es zum Beispiel verschiedene Studien, die gemacht worden sind. Aha. Ja, tatsächlich. Und du meinst so richtig wissenschaftlich? Richtig wissenschaftliche Studien, ne, mit empirischen Belegen und Gruppen von Menschen, die Gruppentherapie. die gegenseitig, also die getestet worden sind und da hat man geschaut, was macht das denn überhaupt mit uns, das Computerspielen? Und dabei wurde herausgefunden, dass das überhaupt gar nicht der Fall ist, dass Computerspiele blöd machen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt nicht nur das eine machen, sondern abwechslungsreich oder unser Leben gestalten, dann ist es sogar so, dass das förderlich sein kann. Computerspiele gibt es auf der einen Seite welche, die haben zum Beispiel einen pädagogischen Wert. Man kann was lernen durch Computerspiele. Es gibt einen Trend zum Beispiel, dass Computerspiele in Schulen verwendet werden, um Dinge zu lernen. Das ist natürlich auch ganz spannend, ne? Ja. Das funktioniert beim Geschichtsunterricht, das funktioniert beim Physikunterricht, das funktioniert beim Medienkompetenzunterricht, der Einzug hält in unsere Schulen. Und da kann man ganz viele tolle Sachen machen mit Computerspielen, um Kinder zu schulen. Und das macht dann auch noch Spaß, ja? Lernen darf Spaß machen. Und das nächste ist, dass natürlich auch Hand-Auge-Koordination und Frokelei, das Knobelei und so weiter auch durch Computerspiele gefördert werden kann. Und durchaus einen positiven Effekt hat. Ja. Ja, durchaus. Wie gesagt, es ist halt eine These oder ein Gerücht, was sich wirklich hartnäckig hält. Das ist leider so. No? Computerspiele verblöden so. Und das ist auch meistens von denen, die selber keine Computerspiele spielen. Die sehen natürlich auch immer, dass Freizeit gefressen wird durch Computerspiele. Und das ist natürlich sofort der Initiator irgendwie, ja, das macht ja auch viel zu exzessiv oder irgendwas oder so. Da muss man auch mal gucken, wer behauptet sowas und was macht der exzessiv so, ne? Weil alles, was extrem ist scheiße, ist mein Motto, mein Lebensmotto. Und Computerspiele spielen ist super, ja, bis zu einem gewissen Grad. Dann wird's doof. Dann verblödet man vielleicht wirklich, wenn man wirklich nur zockt oder irgendwie sowas, ne? Das liegt dann aber nicht an den Computerspielen, sondern daran, dass man nichts anderes im Leben macht vielleicht. So, ne? Und dann muss man halt immer irgendwie gucken, wer macht das und was sind die Umstände da drumrum und so. Das sehe ich auch so, ne? Du hast gerade von pädagogischen Auftrag gesprochen, so, ne? Wir haben auch sowas wie einen pädagogischen Auftrag als Computerspieleentwickler. Auch wenn wir im Wesentlichen unsere Spiele machen, die Spaß machen sollen. Wir machen Entertainment. Ja? Wir wollen euch, we want to entertain you. Das ist im Grunde genommen, das ist unser Auftrag, der wesentliche Auftrag. Auf der anderen Seite haben wir auch eine gewisse Verpflichtung, dass die Inhalte, die wir da zeigen, dass die jetzt nicht irgendwie besonders bösartig sind oder irgendwie gefährdend, jugendgefährdend oder irgendwelche Dinge so. Ne? Natürlich haben wir auch entsprechende USK und PG Altersfreigaben und so weiter, aber wir haben auch sowas wie ein Moralsystem. Ne? Das heißt also, dass man tatsächlich da auch sieht irgendwie, dass man dem Spieler belohnt für einige Dinge und für einige Sachen dann auch bestraft am Ende des Tages. Ne? Also wenn einer zum Beispiel sagt, irgendwie, ja, ich habe da immer nur gut gespielt und habe dann das böse Ende bekommen, so, ja, solche Kritiken gab's ja auch mal bei unseren Spielen, dann sieht man, was da los ist. Ne? Die meisten Menschen, die sind tatsächlich rechtschaffen, so. Man macht aber auch Spiele mit starken Kontrasten, dass man auch bösartig spielen kann. Aber dann kriegst du dann aber auch immer die Rechnung bei uns in dem Spiel. Das heißt, du hast dann mit Konsequenzen zu rechnen und so weiter. Das heißt, das ist auch schon so ein bisschen
Ja, pädagogischer Auftrag in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben auf jeden Fall moralische Ansätze da drin und regen den Spieler zum Denken an, was er da macht und muss dann auch mit den entsprechenden Konsequenzen dann leben. Genau. Wobei ein Spiel keinen pädagogischen Auftrag haben muss. Nein. Das Ding darf einfach nur so Spaß machen. Das darf auch einfach nur Spaß machen. Es ist halt so, dass man sich darüber bewusst werden sollte, was man mit dem Spiel bewirken kann. Und wenn ich der Meinung bin, ich mache jetzt einen ab 18er Titel, der keinen pädagogischen Auftrag hat, dann ist das dann ist das auch eine Entscheidung und wir haben uns entschieden, mehrere Ansätze zu fahren. Das eine ist häufig ein philosophischer Ansatz, der zum Denken anregt. Ja. Das nächste ist ein pädagogischer Ansatz, der rechtschaffenes und nicht rechtschaffenes Handeln beleuchtet und so weiter. Darum geht's. Und richtig. Der große Vorteil aus unserer Sicht, wenn man das macht, ist einfach nicht, dass man irgendwen erzieht, sondern dass man die Spieler dazu anregt, innezuhalten. Das ist eigentlich der größte Gewinn dadurch, denn wenn man weiß, mein Handeln hat Konsequenzen und ich muss darüber nachdenken, was ich tue oder ich weiß nicht, was später passiert, dann ist es nicht egal, dann ist es nicht belanglos. Dann halte ich inne und frage mich, was mache ich denn jetzt? Und warum? Und was könnte passieren? Und diese Fantasie, die das dann wieder anregt, zu überlegen, was macht das Spiel denn jetzt mit mir? Und wie könnte ich denn spielen, um meinen eigenen Weg darin zu finden? Das ist das, was uns Spaß macht und was uns dazu bewegt, solche Sachen in das Spiel einzubauen. Fällt mir gerade ein, als ich damals noch zur Schule ging, da hatte ich Lateinunterricht, ne? Mhm. Damals bei uns in der Schule war der furztrocken. Ja, ehrlich. Also der Lateinunterricht, du hast die Sprache nicht gesprochen irgendwie. Ich hatte das damals gedacht, weil ich irgendwie mal die Vision hatte, vielleicht Ärztin zu werden. Und dann hatten wir diese altbackenen Bücher mit langweiligen Geschichten und es war einfach nur bläh. Und ich war wirklich nicht gut in Latein, weil ich mir den ganzen Kram überhaupt nicht merken konnte. Und dann gab es damals so eine Software, die hat mein Vater mir besorgt. Da konntest du so einen Römer spielen. Und der ist dann irgendwie durch so die römische Welt gelaufen von damals und dann konntest du mit dem spielerisch Latein lernen. Mhm. Der hatte dann so knifflige Aufgaben für dich und solche Sachen. Also das gab's auch zu meiner Kinderzeit schon, aber heute gibt's viel, viel mehr davon. Vor allen Dingen an Apps. Es gibt richtig coole Apps, mit denen man Sachen lernen kann. Und du kannst ja auch untereinander tauschen, kriegst dann entsprechende Likes für deine Leistung, die du irgendwie Record of School-Gedöns machst und so weiter. Ja, das stimmt. Ne? Und gerade diese ganze Corona-Zeit, dieses Homeoffice hat das natürlich auch noch gefördert. Ne? Absolut, ja. Also digital zu lernen kann tatsächlich was bringen, wenn man die Hilfsmittel und nichts anderes ist das ja, also die Ressourcen und Hilfsmittel, die mir zur Verfügung gestellt werden, erstens kennt und dann auch an der richtigen Stelle einsetzt. Da kann man recht schnell Dinge lernen. Ne? Ja. Gerade bei Sprachen wird das sehr häufig jetzt benutzt, dass Sprachlernsoftware oder Apps angeboten werden, die dir relativ schnell eine Sprache beibringen sollen. Das ist natürlich schon etwas, woran man sieht, dass Spielemechaniken dazu anregen, durch Spielspaß auch Dinge leichter im Kopf zu behalten. Ja? Und dann das ist so, wenn mich einer gefragt hat, machst du Sport? Habe ich immer gedacht, Sport. Ich mochte immer Sport nicht. Sport fand ich immer so anstrengend. Ja. Aber ich mochte Sport, wenn es nicht nach Sport aussah. Also wenn Sport ein Spiel war, dann hat es mir wieder Spaß gemacht. Also zum Beispiel war ich total gerne planschen im Schwimmbad oder habe gerne Paintball gespielt irgendwie und dann musstest du dich irgendwie in Deckung gehen und aufpassen, dass dich keiner irgendwie erwischt und so und mit deinem Markierer durch die Gegend laufen und das war total anstrengend und ich habe dann den ganzen Tag voll Sport gemacht und habe es nicht gemerkt. Ja, das ist ein ähnliches Prinzip, finde ich. Gamification generell ist ja sehr interessant. So, ne? Es gibt Autos, die haben ein Kleeblatt in ihrem Armaturenbrett. Und wenn du besonders spritsparend fährst, dann kriegst du dann so ein Viertel Kleeblatt pro so und so viel Kilometer. Das heißt, du wirst spielerisch dazu aufgefordert, ökonomisch zu fahren. So, ne? Also um Sprit zu sparen und so. Und das funktioniert tatsächlich. Ne?
Ich finde das auch nicht blöd, sowas, ja. Oder es gibt halt solche Uhren, die dir zeigen, wie du entsprechend dich fit hältst und so weiter, ne, so und so viel Kilometer gelaufen und so weiter. Sowas motiviert tatsächlich Menschen dazu, tatsächlich spielerisch Dinge zu tun, die gar nicht mal so blöd sind. Also halten wir mal fest, wir finden das nicht, dass Computerspiele verblöden. Auch wenn man manchmal blöd wird beim Zocken und es auch einige Konsequenzen hat. Hast du eine Community-Frage? Ja, auch an der Stelle passend zum Thema die Frage, wieso habt ihr eigentlich USK 12 und PEGI 18? Sind das unterschiedliche Versionen? Das ist doch total blöd. Hat sich so ergeben. Da hatten wir gar keinen Einfluss drauf. Es ist dieselbe Version, es ist dasselbe Spiel, ja. Und es gab halt ein paar Szenen, die hier in Deutschland nicht allzu schlimm empfunden worden sind und bei PEGI halt doch. So, ne? Ging da um ein paar Sachen, Gewaltsachen und so. Und, ne? Spielt mir das Spiel und guckt euch das an und macht euch selber ein Bild, was so eine Altersfreigabe das ist. Ich habe mittlerweile auch so ein bisschen bemerkt, dass diese ganze Altersfreigabe auch sehr viel freizügiger geworden ist. Das heißt, was früher irgendwie ab 18 war, ist heute ab 16 und manchmal sogar ab 12. Da fragt man sich manchmal wirklich, was haben die denn da sich angeguckt, so, ne? Es gibt halt so bestimmte Regeln, nach denen sie das irgendwie festlegen und die sind auch ein bisschen legerer geworden. Im Ausland dann wiederum nicht teilweise. Und das ist halt immer so ein bisschen die Diskrepanz, ja. Es ist ja auch super unterschiedlich. Also die USK, die macht das hier für uns in Deutschland und die arbeitet auch zum Beispiel zusammen mit dem Gameverband, bei dem super viele Publisher und Entwickler und Leute aus der Games-Branche vertreten sind. Ja. Und findet halt permanent auch Dialog statt. Und die PEGI ist halt auch recht groß, ne? Da sind sehr viele verschiedene Länder, die da eine Rolle spielen. Und da sind natürlich auch sehr viele verschiedene Kriterien, die da eine Rolle spielen. Und deswegen ist das tatsächlich für uns auch überraschend diesmal eine größere Diskrepanz. Sonst war es ja immer PEGI 16 und USK 12 und jetzt was auch schon eine Diskrepanz ist. Was zeigt, dass das immer schon so war. Ja, und jetzt ist es halt die PEGI 18 ist halt. Aber nein, also die internationale Version und die nationale sind genau gleich. Ja. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche sind wir wieder hier mit Piranha Becken TV. Genau. Bis dahin, macht's gut. Und wenn ihr irgendwelche Community-Fragen habt, dann schreibt die unten drunter. Unten drunter. In den Kommentare. Ja.